Hallo, ich bin Justin und in diesem Video stellen wir euch heute den IPC Universal Pen vor. Der neue IPC Pen ist ein aktiver Eingabestift für Notebooks oder Tablets mit kapazitivem Touchscreen. Somit funktioniert der IPC Pen mit den meisten neuen Geräten. Wir kommen jetzt zum Unboxing. Die technischen Daten sowie die Kompatibilität und die Funktion des Pens erklären wir euch im Laufe des Videos noch. Wir haben hier einmal die Betriebsanleitung von dem Stylus Pen, einmal den Stylus Pen selber. Wir haben ein USB-A auf USB-C-Kabel, mit welcher der Stift geladen wird, sowie mit einer Ersatzspitze. Die Ersatzspitze könnt ihr ganz einfach bei dem IPC Universal Pen tauschen, wenn sie abgenutzt ist oder ihr diese mal verloren habt. Wir kommen jetzt einmal zu den Spezifikationen des IPC Universal Pens. Wir haben einmal hier oben einen Taster, wenn man drauf drückt, wechselt sich der Modus. Wir haben hier eine USB-C-Ladebuchse. Wir haben eine eingebaute Batterie in dem Pen und wir haben eine austauschbare Spitze. Der Stift besitzt ein hochwertiges Aluminiumgehäuse, ist 16,6 cm lang und hat einen Durchmesser von 9 mm. Der IPC Universal Pen ist in zwei verschiedenen Farben erhältlich. Die Kabel und die Spitze sind dementsprechend auch der Farbe angepasst. Der Akku lädt in 90 Minuten auf und ermöglicht eine Betriebsdauer von 10 Stunden. Mit dem mitgelieferten USB-A auf USB-C-Kabel kann euer Pen aufgeladen werden, zum Beispiel über einen Port eures Gerätes. Wenn ihr den IPC Universal Pen ladet, leuchtet die LED auf eurem Pen rot. Wenn der Pen vollständig geladen ist, leuchtet er grün. Die LED zeigt euch ebenfalls den Modus des Stiftes an, wenn gerade kein Ladevorgang stattfindet. Wenn die LED blau leuchtet, dann ist der IPC Pen in einem universellen Modus, das heißt, er funktioniert an allen Geräten außer an iPads. Durch das Tippen auf dem Taster kommt ihr in den iPad-spezifischen Modus, welcher durch eine grüne LED gekennzeichnet ist. Der Stift ist Plug and Play, das heißt, man muss vor dem Gebrauch nichts einrichten. Im iPad-Modus gibt es noch die Handballenerkennung. Die registriert nur die Spitze und nicht den Handballen. Leider gibt es dieses Feature nicht im universellen Modus. Wie erwähnt, funktioniert der Pen an Notebooks und Tablets vieler verschiedener Hersteller, wie zum Beispiel Apple, Lenovo, Asus, HP, Microsoft und vieler mehr. Außerdem funktioniert der Pen auch bei Android-Handys. Grundsätzlich funktioniert der Pen an so gut wie allen Geräten mit einem kapazitiven Touchscreen. Das bedeutet, dass ein elektrisches Feld vom Stift ausgeht und vom Display erkannt wird. Wenn ihr mehr zu diesem Thema wissen wollt, haben wir euch einen Artikel in der Videobeschreibung verlinkt. Was den IPC Pen von anderen herstellerübergreifend aktiven Stylus Pens abhebt, ist der spezifische iPad-Modus. Denn in der Regel funktionieren günstigere Stylus Pens nur an Windows Notebooks. Wenn ihr in der Zukunft auf ein neueres Gerät umsteigen wollt, dann braucht ihr nicht gleich automatisch einen neuen Pen, da der IPC Pen höchstwahrscheinlich mit eurem neueren Gerät kompatibel ist. Um nochmal kurz über unsere Erfahrung zu berichten, also der Stift liegt sehr gut in der Hand, er fühlt sich nicht billig an. Was man jedoch sagen muss, er hat keine Neigungs- und Druckempfindlichkeit, deshalb ist er auch nicht fürs detaillierte Zeichnen gemacht, aber für Notizen und zum groben Skizzieren ist er perfekt. Der IPC Pen hat auch eine Clip-on-Funktion, das heißt, man kann ihn ganz einfach per Magnet an der Seite des Geräts festmachen. Der neue IPC Pen bietet den perfekten Kompromiss aus Funktion und Preis. Das Schreibgefühl ist gut, der Stylus Pen fühlt sich hochwertig in der Hand an und man hat nicht den Eindruck, dass man hier einen billigen Pen in der Hand hat. Ein weiterer Vorteil ist die herstellerübergreifende Kompatibilität des Eingabestiftes. Egal ob iPad, Windows-Tablets oder Chromebooks, der IPC Pen funktioniert ohne Probleme. Worauf man beim IPC Pen verzichtet, sind herstellerspezifische Funktionen wie die perfekte Anpassung der Clip-on-Funktion oder die Makrotasten, wie zum Beispiel bei dem Apple Pencil die Radierfunktion. Ein weiterer Vorteil ist der Preis bei dem IPC Pen. Wenn man die Preise mit einem herstellerspezifischen Pen vergleicht, ist der IPC Pen deutlich günstiger. Der IPC Pen eignet sich perfekt für Leute,
die gerne einen Stylus Pen haben wollen, der an vielen verschiedenen Geräten funktioniert. Er ist einsteigerfreundlich und man muss nicht allzu tief in die Tasche greifen. Gerade für Notizen oder zum Navigieren des Tablets mit dem Pen ist er perfekt geeignet. Für mehr Funktionen und genauere Eingaben empfehlen wir die herstellerspezifischen Pens, wie zum Beispiel der Apple Pencil oder Stylus Pens, die für eines der gängigen Protokolle wie MPP zertifiziert wurden. Für mehr Infos abonniert gerne unseren Kanal, da wir in den nächsten paar Wochen noch ein Video rausbringen, in dem wir unseren Stylus Pen mit dem Apple Pencil vergleichen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen, lasst gerne ein Like und einen Kommentar da.